würde, dann hätte ich dieses Problem nicht. Das hatten wir schon so oft. Ich kann nicht tanzen. Du hast es nie versucht. Nicht mit den zwei linken Füßen. Aber das ist sehr praktisch beim Walzer links herum. Mir hat unser Hochzeitsweiser schon gereicht. Ich stand mehr auf deinen Füßen als auf dem Bank. Wer liebt, der leidet gerne. Eine süße Last damals wie heute. Heute habe ich dich ja auch getragen über die Schwelle. Mein Name ist Christian-Peter-Hauser. Ich bin der Produzent des Stückes Tango unterm Regenbogen hier im Theatercenter Forum und spiele auch eine der Rollen. Das ist eigentlich die offizielle Uraufführung des Stückes. Wir haben zwar schon 2 Vorstellungen in Deutschland gespielt, als sogenanntes Tryout, aber heute Abend ist für den Verlag sozusagen die offizielle Uraufführung dieser wunderbaren neuen Komödie. 4-Personen-Stück und wir haben das vom Verlag empfohlen bekommen als eben neue Produktion und haben uns sofort in das Stück verliebt und wussten sofort, mit wem wir das spielen wollen. Sind also ganz tolle Kollegen. Also Regie führt meine Frau, Katja Thost-Hauser, die auch eine der Rollen spielt, und die Helene-Susanne Grohma und der Weiss spielen die anderen beiden Rollen. Ja, das sind einfach Kollegen, mit denen wir sehr, sehr gerne auf der Bühne stehen und als wir es gelesen haben, wussten wir sofort, das ist ein Stück für uns 4. Und wie gesagt, wir haben es 2-mal in Deutschland gespielt mit Riesenerfolg. Das Publikum ist also wirklich ausgeflippt und wir hatten so viel Spaß und deswegen freuen wir uns, dass wir es heute hier auf jeden Fall spielen können. Hoffen wir mal, dass jetzt nicht irgendwie zu den großen Schließungen kommt und wir weiterspielen können. Aber wir wollten unbedingt das Stück einmal jetzt hier in Wien spielen. Wien ist ja eine tanzbegeisterte Stadt. Es ist kein Tanztheaterstück, es ist eine Boulevardkomödie, aber man muss also auch Tango tanzen lernen dafür. Das hat also die Yvonne Rueff mit uns gemacht, hat sich also mit uns in die Tanzschule gestellt und uns die Grundbegriffe des Tango-Tanzen beigebracht. Und ja, daher denke ich, es ist für Wien ein Stück, das eben auf der einen Seite sehr lustige Boulevardkomödie ist, auf der anderen Seite aber auch ein bisschen ernsteren Teil hat, nämlich die Frage, wie tolerant ist man denn wirklich? Weil der junge Kollege ist im Stück schwul und plötzlich habe ich in meiner Rolle ein Problem damit. Und nach dem Motto, solange es einen nicht betrifft, ist man ja tolerant, aber plötzlich soll ich mit einem Mann Tango tanzen. Das geht nicht so und also das wird plötzlich auch diskutiert. Ja. Genau, also geplant ist es jetzt bis 4. April. Wenn das Coronavirus es zulässt, spielen wir auch weiter fleißig und hoffen mal, dass wir alle gut aus dieser Situation rauskommen. Wir sind Privatunternehmen, deswegen und wir sind klein, deswegen haben wir gesagt, ja, wir versuchen es. Sollten jetzt weitere Maßnahmen kommen, dann ist es so. Aber vielleicht ist es ja auch in diesen Zeiten gut, auch ab und zu mal wirklich von ganzem Herzen zu lachen. Ja. Jedes Jahr in Grinzing im Sommer den Jedermann in der Pfarre oder im Garten der Pfarre Grinzing. Das sind also auch die Kollegen, die heute auf der Bühne stehen, dabei und noch ganz viele weitere tolle Kollegen. Und da freue ich mich auch schon drauf, weil das ist schon so eine kleine Tradition in Grinzing geworden. Also es wird heuer das 6. Jahr sein. Schön. Und das ist Ende Juli, Anfang August. Theater im Paradiesgarten heißen wir da. Im Garten der Pfarre Grinzing, Freiluft, Open Air und ja, da freuen wir uns schon sehr drauf. Ja, also wir auch und freuen uns, dann auch dabei zu sein. Vielen Dank und Dankeschön. Gute Unterhaltung. Danke. Viel Spaß. Mein Name ist Helene-Susanne Grohma. Ich bin sehr, sehr gerne in diesem Theater Schauspielerin, schon seit vielen Jahren. Ich habe auch schon mit der Familie Toast viele Produktionen gemeinsam gemacht und es ist mir eine besondere Freude, heute hier zu sein, obwohl die Umstände, wie wir alle wissen, schwierig sind und besonders sind und wir werden alle sehr gespannt sein, wie es weitergeht. Es ist ein unheimlich amüsantes Stück, es ist eine sehr schnelle Komödie, das heißt, die Anschlüsse sind sehr schnell. Ich habe meine Kollegen wahnsinnig gerne. Wir spielen eben schon seit langer Zeit zusammen. Das heißt, wir kennen einander sehr gut. Das funktioniert auch, dieses Zusammenspiel. Und es ist mir wirklich eine ganz große Freude und ein riesen Spaß. Dieses Stück ist wirklich empfehlenswert und sehr, sehr amüsant. Mein Schauspielstudium an der Schauspielschule Kraus gemacht, war dann sehr viel auf Tournee im In- und Ausland.
Produziere auch selber meine eigenen Sachen. Ich habe Sommerspiele auf der Burg Neuhaus, da spielen wir alle 2 Jahre, da ist auch die Familie Tost meistens dabei. Da produzieren wir auch Stücke, die wir selbst geschrieben haben. Und ansonsten unterrichte ich noch Schauspiel und Sprechtechnik. Ja, das wäre es im Großen und Ganzen. Ach, ich liebe Komödie. Also es ist ein wunderbares Boulevardstück und macht richtig Spaß zum Spielen. Und gerade in so schweren Zeiten, die wir gerade im Moment erleben, glaube ich, gibt es nichts Heilsameres als Medizin, also als humorvolle Medizin, also zum Lachen. Lachen ist immer die beste Medizin. Ja, das ist es auf jeden Fall. Um Sorgen zu vergessen und einmal 2 Stunden den Alltag hinter sich zu lassen. Ja. Deutschland gespielt und auch letztes Jahr hauptsächlich in Deutschland zu tun gehabt. Und mein Vater ist leider letztes Jahr verstorben und deswegen bin ich auch wieder nach Österreich zurückgekommen und habe auch ein Auge ein bisschen auf meine Familie und meine Mama. Und da bin ich sehr glücklich, dass der Direktor mir die Chance gegeben hat oder uns die Chance gegeben hat, dass wir hier in diesem wunderschönen Haus spielen dürfen. In einigen Vorbereitungen natürlich, wie das so ist. Jetzt wissen wir ja alle nicht, wie die Situation tatsächlich weitergeht, ob wir das Coronavirus hoffentlich bald eindämmen können. Deswegen ist, glaube ich, für alle Künstler im Moment, man ist so ein bisschen in einer Schwebesituation und kann eigentlich nicht nah planen, sondern muss schon ein bisschen Zukunft planen. Also wir haben dieses Stück angesetzt bis Anfang April. Ob wir wirklich das zu Ende spielen können, wissen wir natürlich nicht. Und dann geht es mit einem kleinen Stück weiter im Juni und im Juli spielen wir hier in Wien den Jedermann in Grinzing. Das machen wir, glaube ich, diesmal zum 5. oder 6. Jahr schon. Ist schon ein Fixtermin im Sommer in der Pfarre Grinzing. Und darauf freue ich mich natürlich auch. Und dann geht es gleich weiter, da fahren wir nach Deutschland und da inszeniere ich auch nochmal den Jedermann. Ich bin ein Tango-Profi, der es schafft, den Mann eines Ehepaars zum Tango-Tanzen zu überreden, seiner Frau zuliebe. Und ich bringe ihm dann Tango-Tanzen bei. Ich meine, ich habe davor mir nie vorstellen können, irgendwas mit Tanzen zu machen. Und das ja auch, ich glaube, die meisten von uns extra für das Stück uns angeeignet. Aber jetzt, wo wir es machen, macht es sehr großen Spaß. Es ist immer schön. Also ich genieße es immer sehr. Heute zum 2. Mal für mich im Theatercenter Forum Saal 1, der größere. Und das ist, finde ich, einer der schönsten Theatersäle, die die Off-Szene so zu bieten hat in Wien.